Aber ich liebe das Spiel irgendwie. Und Dark Magnetic Storm. Mensch. Hab mich selber operiert? Was? Das 3-mal. Was? Warum das denn? Was hast du gemacht? Oh, wie geht's dir denn, Dark Magnetic? Bin nur im Hintergrund aktiv, zocke wie verrückt Starbound. Noch immer? Ich stelle mir gerade vor, wie du hier 5 Tage hintereinander erstmal Starbound spielst, ohne irgendwie was trinken, was essen. So, ja, mit Controller geht das. Super. So, mal gucken. Ich lösche erstmal den hier zumindest. Und dann legen wir doch mal hier einen neuen Speicherpunkt an. Ach so, hier kann man das Spiel beenden. Ach so. So, ganz kurz. Mal gucken, ne? Sprache und Untertitel. Untertitel ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier. Untertitel im Hintergrund? Wie im Hintergrund? Ich mach mal ja. Ich weiß nicht, was es heißt, aber... So, machen wir mal auf Deutsch. Toneinstellung, Video... Hoch. Und das machen wir aus. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich mache das mal auf niedrig. Und dann übernehmen. Ja. So. Dann würde ich sagen... So, bevor wir in die Intro-Sequenz gehen... Naja, also es gibt viele Spiele wie Terraria, aber ich finde... Oh, warte, ich muss noch ganz kurz was gucken. Moment, ganz kurz. Ich muss mal kurz ein bisschen was lesen. Mir geht's super, meine Nachbarn sind tot und so. Schön ruhig. Was? Was? Und da geht's dir super? Hey, die Nachbarn sind tot. Endlich. Die haben schon ein Dorn im Auge. Die haben mir mal Müll aufs Grundstück geworfen. Sag mal, es ist doch fast 1:1. Also fast. Also die Grafik ist natürlich ist identisch. Aber es ändert sich doch schon Gameplay-technisch. Also Terraria ist, glaube ich, so Fantasy-Ding. Und Starbound ist eher so im Weltraum. Also mehr so Galaxien erkunden, Planeten erkunden. Und Terraria ist eine Karte, die unendlich, glaube ich, ist. Und Starbound sind halt ganz viele kleinere. Also ist natürlich unterschiedlich, je nach Planet. Aber ich finde, Starbound kann man sich schon mal angucken. Und Terraria natürlich auch. Kennt Terraria nicht, Uferbahn, aber glaube, die Grafik sieht besser aus. Was, besser sogar? Weiß ich gar nicht. Ich habe Terraria auch noch nie gespielt. Ich kann es auch nur aus Erzählungen der alten Geschichte. Sowas wie Goebbels hat. Ist ein Klumpen. Meine Nachbarn sind Arschlöcher. Ja, dann ist er natürlich immer froh, wenn die immer ausrotten. Dann nehme ich so ein bisschen an. Wo war denn das, wo sich die 2 Nachbarn hassten? Also bei Simpsons, klar. War das bei Hör mal, wer da hämmert? Nee, da waren ja Freunde, ne? Bei irgendeinem Film war das doch so, wo die sich auch hassten. Irgendwie Sendung war das, glaube ich. So, ach so, ja, apropos, ich will noch was dazu sagen. Und zwar, Life is Strange ist ja geprägt aus Entscheidungen. Deshalb ist das Spiel auch so schön. Und ich werde bei schnellen Aktionen selber entscheiden, aber bei Sachen, wo man ewig Zeit hat und 10 Minuten warten kann, können wir gemeinsam entscheiden. Also immer beobachten, weil ich werde, glaube ich, wenig fragen, was wollen wir machen, ihr dürft jetzt entscheiden, sondern ihr dürft einfach selber entscheiden, wann ihr entscheiden wollt. Also schreibt einfach, wenn ihr irgendwas seht, schreibt einfach irgendwas rein, was wir machen wollen. Ansonsten sind mir Menschen egal, aber wenn sie mir haufen... Was? Wenn sie mir auf den Sack gehen? Ja, das ist natürlich klar. Solchen Leuten will man sich ja auch nicht zurechtfinden. So, da würde ich sagen, jetzt hören wir auf. Ich schalte mich mal aus und starten Episode 1. Chrysalis. Oder Chrysalis. Chrysalis. Episode 1.
So, achso, Albtraum. Albtraum. Kapitel im Sammlermodus spielen. Was? Was ist denn der Sammlermodus? Aus mit Speicherstand 1 neu starten. Was ist denn der Sammlermodus? Ich mache einfach mal das hier. Ja, okay. Ich glaube, ich mach mal ein bisschen leiser. Moment. Oh, es ist ein bisschen laut. So, ja, oh, upsala. Ich glaube, wir machen das mal so. Das ist, oh, Alter. So, Untertitel im Hintergrund. Ich mach mal nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist dieser schwarze Kasten, ne, der drum ist. Und Alex und Daniel, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Wie geht's euch? Hey, sorry, dass ich so lange nicht da war. Ist kein Problem. Selber wiederfinden. Kein Problem und ich hoffe, du hast dich wieder gefunden. Und einen wunderschönen guten Abendtag. Wie geht's euch? So, jetzt geht's auch weiter. Und wir sind hier anscheinend bei einem typischen Herbstwetter. Ach du heiliger Mist. Ja, das ist das Herbstwetter in Deutschland. So ungefähr fühlt man sich. Ach du heiliger Mist. Und was steht hier? Was? Blackwell Academy 1910. Come on, Max. You can make it. Max and Chloe, best friends. Peanuts. 2008. Achso, wahrscheinlich bezieht sich ja 1910 auf, wurde die Akademie gegründet und wir haben nicht 1910. Alter Schwede. Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though,
I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony, and if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Ja, wer ist es denn? Anybody? So. This does not bode well. Habt ihr wieder nicht gelernt, ihr? Das gibt's ja nicht. Das gibt erstmal 2 Wochen Hausarrest. Oder erstmal hier Klassenarbeit nächste Woche. So. Ja, also bitte nicht spoilern. Just jump right in with an answer. Gut, dass wir Alex heute dabei haben, denn jeder Spoilerversuch wird mit einem Timeout geahndet. So. Und UFO, das ist eine super wichtige Information, da gebe ich dir recht. Die ganze Weltordnung wird sich jetzt nach dir richten. So. Ja, und Kampfkamel. Ich sag's einfach mal so, denn ja, Anonymität und so. Ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag und es tut mir echt leid. Arbeiten ist wirklich. Ist das noch ein bisschen so laut? Ich kann auch ein bisschen leiser machen, wenn ihr wollt, weil ich sehe gerade mal, dass wir genau auf einem Level sind. Und ja. Ich mache einfach mal weiter, denn ich glaube, viel heute los ist, sag mal. Okay. Dann schauen wir uns erstmal das Selbstporträt an. Oder nie, was ist denn das jetzt? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ach, naja, also ich würde auf jeden Fall schlechtere Bilder machen. Und ich mache jetzt die Kamera an. Also ich weiß nicht, wollen wir Kamera anmachen? Ja, nein, sagt mal. Das dürft ihr entscheiden, denn mir ist es wirklich egal bei diesem Spiel. Also das Einzige, was ich zu diesem Thema beitragen könnte, wäre Picasso. Mehr kenne ich leider nicht. Aber ich glaube, es geht ja um Fotografie und nicht um Kunst oder Malerei. I'd call it a still life. So, was haben wir hier? Oh. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Boah, ich muss sagen, ich bin ja später auch auf solche Federmappen umgestiegen. Also nicht auf solche, sondern schon größere. Und, so. Also da, wo ich Praktikum mache, da kann man leider keinen Twitch hören. Das ist jump right in with an answer. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Okay. Ja, also ich hatte größere Federmappen und die sind einfach viel praktischer, weil man wirft sowieso irgendwann alles in diese flachen Federmappen rein. Und außerdem sieht es sowieso aus, ein bisschen komisch aus. Also, kauft solche Federmappen. Die sind gut. So, erstmal ansehen hier. I haven't kept up with my journal as much as I should. Was steht denn da so If drin? anybody else looked at this, what would they think? Also ich denke, du schreibst mehr als ich
Seite. Okay, das müssen wir uns alles durchlesen. Ich weiß, vielen fährt jetzt der Fingernagel hoch, so. Wenn Sie das hören, das müssen wir alles durchlesen. Aber jetzt noch nicht. Lesen wir gleich durch. Wir wollen erstmal anfangen. So, ansehen. My little camera bag is battered, but still kicking. Ach, es geht doch eigentlich. Also ich würde fast genauso leben hier. Your silence is deafening. So. Ach so, und ihr müsst gar nicht spoilern, denn ich habe es schon also nicht durchgespielt, ich habe es schon ein bisschen gespielt. Ich weiß, wir müssen jetzt die Kamera machen. Ich weiß, was dann passieren wird, aber ich verschlucke jetzt einfach mal alles, was irgendwie damit zu tun hat, in ein schwarzes Loch. So. In NRW nennen wir die Federmappen Etui. Ja, es ist ja auch Etui. Ich nenne sie einfach Ach so, allgemein Federmappen. Aber Etui hört sich so an wie... Etui hört sich so ein bisschen an wie Brillenetui. Ich kenne Etui nur, wenn man da Brille reintut. Dann ist das für mich ein Etui. Ach ja. Aber dass man das in Nordrhein-Westfalen auch so sagt? Just jump right in with an answer. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Aber natürlich. So, wir machen mal ein Selfie. Eine Selbstdarstellung meinerseits. This was in the chapters you read. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, das ist klar. Das habe ich mal gelesen in einer Zeitschrift. Ich wusste es auf jeden Fall mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Gibt es sogar ein Hörbuch? Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Schlumpitaschen? Was? Das habe ich noch nie gehört. Also Etui, ja, aber Schlumpitaschen. So, wir haben unsere Schlumpitasche eingepackt. Unser... Oh, wer ist denn das? Oh. Ich muss sagen, ich liebe ja solche Plakatrollen. Ein Poster? Pop. Also, wahrscheinlich Pop im Sinne von der Musikrichtung. Popwine. Was ist Grüngedead? I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ach, Grunge. Ist Grunge dead? Grunge habe ich irgendwo schon mal gehört. Das kenne ich irgendwo her. Nicht Etui. Es wird Etui ausgesprochen. Etui. Hä? Etui? Was ist denn Etui? So. Wir leben im besten Bundesland der Welt. Ich finde, Federmäppchen hört sich so alt an. Finde ich auch. Aber Etui hört sich doch noch älter an. Wer sagt denn heutzutage Etui? Das sagen doch nur Leute, die eine Brille haben.
I2I. Okay, ein I2I. Popwine, ist Grunge tot mit den neuesten Werken von Mark Jefferson? 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Ach ja. Und heutzutage hat fast jeder Mensch eine E-Mail. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Ist schon schick. Solche Klassenfotos sind auch für die Zeit einfach. Ich habe hier auch noch 2 hängen. Ach, so schön. Anne spricht das voll Französisch aus. Na, Etui kommt doch aus dem Französischen. Etui. Ich dachte, das kommt aus dem Französischen. Etui. Und ich habe es auch nur so gelernt. Etui. Wer hat hier eine Brille? Ich leider nicht. Grunge ist Nirvana zum Beispiel, glaube ich. Nirvana? Also ein Land? Also ist Nirvana tot? Wer ist denn Nirvana? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Naja, man muss ja Hobbys haben. Viele würden gar nicht verstehen, was man damit macht. Aber viele würden auch den Computer nicht verstehen, wie der funktioniert. Ein Notizbuch. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Ach ja, manche Leute werden halt nie erwachsen und werden asozial bleiben. So. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Also ich schätze mal, sie kommt aus reichen Verhältnissen. Und reiche Leute sind halt sehr oft aufmüpfig. Brille. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. 5.299 für eine Kamera. Die GRLT 64S. So, mal schauen, was sie alles kann. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist die GRLT 64S vollgepackt mit den neuesten Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. Kaufen Sie heute und Sie erhalten die Kamera zu einem unglaublichen Preis von $5.299. Schick. Für mich reicht auch eine Handykamera. Da muss ich, glaube ich, nicht sowas haben. Wobei, manchmal wünsche ich mir auch so eine richtige Kamera, aber es kommt selten vor. Geil, kaufe ich. Bis gleich, Leon. Bis gleich. Muss kurz weg ein Laufwerk installieren. Gleich wieder. Ja, bis gleich. So. Was ist das denn? Oh, sind das die neuen GRLT 64S? Ich bin Fotonerd, ich kenne die. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Was ist denn ein Messsucher? Immer dieses Fachdeutsch. Ich kann mich doch gar nicht aus damit. So, Max, erzähl uns doch, was das alles macht. Gib uns doch mal ein Tutorial darüber, wie wir die neuesten Fotos machen.